Wow. Die Pyrenäen haben mich auf Anhieb in ihren Bann gezogen. Im Frühjahr bin ich mit dem Motorrad nach Barcelona gefahren und konnte schon einen kleinen Eindruck von diesen Bergen bekommen. Auch wenn ich sie da nur gestreift habe und nur einen winzigen Vorgeschmack auf die unzähligen Pässe und Routen bekommen habe, wusste ich sofort, ich muss hierhin zurück. Zu dieser faszinierenden Grenze der Kulturen zwischen Frankreich, Spanien und Katalonien. Zu den großartigen Straßen und natürlich zum Essen. Die gesamte Region ist ein kulinarisches Erdbeben, dessen Epizentrum in San Sebastián liegt. Genau hier soll meine Reise beginnen. Eine Tour, die mich vom Atlantik bis ans Mittelmeer führt. Und ich werde schnell feststellen, dass diese Reise mehr für mich bereithält als nur Kurven und Schotterpisten. Es warten waschechte Abenteuer auf mich, ein neuer Freund und eine Region, die zu den landschaftlich schönsten zählt, in denen ich jemals gewesen bin. Es ist Ende August, als ich mich diesmal ohne Annika auf den Weg mache. Der Plan ist, ohne Maut, aber so schnell wie möglich nach San Sebastián zu fahren. Dann über die Berge immer wieder zwischen Frankreich und Spanien zu wechseln und auf Schmugglerwegen die Grenze nach Andorra zu passieren und die Tour bei Perpignan am Mittelmeer abzuschließen. So, das erste Zwischenziel ist Frankfurt. Und zwar genauer der Lewis in Frankfurt. Weil ich dann doch einen neuen Handschuh haben will. Das sah auf jeden Fall krass nach Kampfhubschrauber aus. Boah, da links ist richtig Weltuntergang. Das ist gar nichts mehr. Oui, oui, Paris, France. Das ist ein Norweger. Aber geile Landschaft, die Sonne kommt raus, ich kann aber richtig abtrocknen. Und das Hotel hat mich nur 42 € gekostet. Für die Anreise nach San Sebastián sollte man sich dann doch 3 Tage nehmen. Ich habe jetzt noch gute 1000 Kilometer und ich bin irgendwo bei Nancy. Und das ist, wenn man nicht auf der Autobahn fährt, schon zeitlich nochmal ein bisschen mehr, als man so denkt. Google sagt jetzt so 14 Stunden. Das ist mit Pausen und so weiter nicht drin heute. Außerdem ist es auch noch regnerisch grau und so richtig Bock loszufahren hat man nicht. Manchmal frage ich mich, warum man sich nicht einfach so normale Hobbys ausgesucht hat. Das wäre ja auch gegangen. Modelleisenbahn bauen oder sowas. Selbst Golfen wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Die Anreise verläuft eher durchwachsen. Gerade wenn ich starte, habe ich immer das Bedürfnis, schnell viele Kilometer hinter mich zu bringen. In Deutschland geht das noch gut. Nachdem ich die Grenze nach Frankreich überquert habe, erwartet mich aber Regen, der mich bis nach Spanien begleiten soll. So wie das aussieht, ist hier irgend so ein Windturbinengerät festgefahren. Tja, wenn das so weitergeht, ist auf jeden Fall schenken, das nur über Land zu fahren. Auch die Entscheidung, auf die Maut zu verzichten und übers Land zu fahren, erweist sich als mies. Verkehrsberuhigungen auf 30 innerorts kombiniert mit vielen Blitzern halten einfach auf. Wenn man Pech hat, dann ist auch noch ein Schwerlasttransport dabei. Dafür gibt es recht häufig Pizzaautomaten. Oh, hier gibt's Pizza. 24/7. Gut. Gibt's jetzt Pizza. Endlich wieder zweispurig.
französischer Turm, mal eben so einfach so ein Schlösschen. Und ich meine, hier geht's wirklich, es geht hier wie eine Schnur geradeaus. Und Tankstellen stellen sich dann auch noch als Mangelware heraus. Man muss schon immer einen guten Blick auf die Anzeige haben. Ja, angekommen. Nach der zweiten Anreiseetappe. Morgen dann die dritte. Da ist die Autobahn. Da steht's Bike. Und da gehe ich jetzt hoch und ins Bett. Ich habe ja eigentlich gedacht, ich packe die dünne Daunenjacke, also das Winterfutter, nochmal mit ein und schmeiß das noch mit drauf. Falls ich auf dem Rückweg noch Zeit habe, über die Westalpen zu fahren und da noch irgendwie 3-4 Pässe mitzunehmen. Weil da kann es dann schon, das ist dann plus minus Mitte September. Und da kann es halt schon echt richtig frisch sein. Das habe ich ja letztes Jahr erlebt. Deswegen dachte ich, ja, nimmst du besser mit. Und jetzt muss ich sie schon in Südfrankreich auf der Anreise anziehen. Weil es einfach 14 Grad und Dauerregen hat. Ich hätte nicht erwartet, Ende August in Frankreich meine Daunenjacke zu brauchen, aber der Dauerregen treibt auch die Temperaturen in den Keller. Nur noch 350 Kilometer, dann ist die Anreise final abgeschlossen und die eigentliche Tour kann beginnen. Das ist eine ganz schön große Brücke. Die Gegenrichtung ist hier ganz schön heftig Stau. Meine Fresse, der Stau ist jetzt bestimmt schon 10 Kilometer lang. Das erste Mal, dass es ausgeschildert ist. San Sebastian. Ja, Halleluja, ne? Wenn es dann regnet, regnet es auch gleich richtig. Da konnte ich fast gar nicht so schnell reagieren, um mein Zeug zusammenzupacken. Ich gefahren bin. Es ist schon echt viel Regen. Das sind auf jeden Fall schon die Pyrenäen. Endlich! Wuhu! Hinter der spanischen Grenze hört der Regen dann endlich auf und ich erreiche nach 3 anstrengenden Tagen San Sebastian. Schon der erste Eindruck ist fantastisch. Das Wetter trägt natürlich seinen Teil dazu bei, aber die Stadt verströmt einen Flair, den man sonst selten findet. Mein erstes Ziel ist der Hausberg Urgul. Bei über 80% Luftfeuchtigkeit ist der Anstieg zwar anstrengender als gedacht, dafür wird man aber mit einem fantastischen Ausblick auf die Bucht und den Strand belohnt, der zu den schönsten Stränden Europas zählt. Eine Christ der Erleser-Statue darf hier oben natürlich auch nicht fehlen. Obwohl der Berg hier einer der Hotspots für Touristen ist, liegt das Bier bei unter 3 Euro. Gegen Mittag mache ich mich an den Abstieg. Ich suche Pinchos. Die gibt es hier zwar an jeder Ecke, aber in den zentralen Bars in der Altstadt sollen sie auch ein kleines Vermögen kosten. So stromere ich noch etwas durch die Gassen, bevor ich am Rande der Altstadt Preise bei 3 bis 5 Euro finde. An den Hotspots liegen die Preise gerne mal bei 5 bis 8. Dafür ist jeder Biss eine kleine Geschmacksexplosion. Kulinarisch ist das hier einfach nur genial. Also man muss sagen, kulinarisch wird San Sebastian auf jeden Fall seinem Ruf gerecht. Von den Pinchos mal abgesehen, gibt es auch an jeder Ecke ein kleines Café oder eine Bäckerei. Die haben alle 1000 Variationen von kleinen geilen Küchlein, Mini-Backwaren, zum Teil nur für 50 Cent, so kleine Kügelchen oder so. Das ist so ein Mandelgebäck, das ist ziemlich episch für 2 Euro. Nach dem Essen schlendere ich an der Promenade entlang bis zu dem Peine del Viento. Die Windkämme sind aber eher langweilig. Sie brauchen wohl Wind und Wellen, um richtig zu wirken. Auf dem Rückweg erkunde ich noch kurz den Garten der ehemaligen Sommerresidenz der spanischen Könige. Die ist im englischen Stil angelegt und ein krasser Kontrast zu dem sonst so mediterranen Flair der Stadt.
Nach meinem Rückweg suche ich mir noch ein kleines Restaurant. Es gibt gegrillte Möhren mit Essig-Joghurt-Vinaigrette und Short Ribs mit baskischen Pimientos. Beides haut einen einfach von den Socken. Was für eine geile Stadt. Also Donostia bzw. San Sebastian ist auf jeden Fall seine Reise wert. Es ist auch kulinarisch. Man hätte hier wahrscheinlich, kann man jeden Mittag, jeden Abend irgendwelche Pinchos essen gehen und entdeckt immer wieder kulinarische Highlights. Ich habe da jetzt ja quasi nur reingeschnuppert eigentlich. So, jetzt geht es erstmal aus der Stadt raus, direkt in die Pyrenäen. Er ist schön kurvig, dann ein kleines Stückchen minimal Schotter irgendwie, das soll ganz entspannt sein. Aber soll wohl sehr schön sein. Dann nochmal richtig kurvig und dann muss ich gucken, wie, wann, wo ich unterkomme, beziehungsweise wann ich auch den Tag beende, weil es soll heute Abend beziehungsweise heute Nachmittag schon hier so eine fette Regenfront drüber ziehen. Und puncto Lebensqualität ist das hier natürlich der absolute Hammer. Also ich bin jetzt keine halbe Stunde gefahren. Man ist halt einfach schon mitten in den Bergen. Da kann man neidisch werden. Nur das mit dem Wetter haut heute irgendwie nicht so richtig hin. Ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass das Richtung Berge ein bisschen aufreißt. Hier kommt es einem echt so ein bisschen so vor, als ob man durch den grünen Dschungel fährt. Also das ist schon cool. Was für ein Blick. Die Landschaft hinter San Sebastian lässt einen schon staunen, obwohl die höchsten Gipfel der Pyrenäen auf der anderen Seite am Mittelmeer liegen. Hier kann man das Motorradfahren richtig genießen. Auch die aus Naturstein gebauten Häuser der kleinen Orte geben der Region einen ganz eigenen Charme. Was für eine niedliche Ortschaft. Man merkt auch sehr, dass das Baskenland, oder zumindest die Region hier, auch eher, ich will nicht sagen alternativer geprägt ist, aber schon, man sieht irgendwie, es ist nicht so aufgeräumt. Es ist viel Street Art, es ist viel Kunst, es ist viel gegen das Establishment. Also man hat immer so den Eindruck, es ist so ein bisschen Rebellion. Damit das Ganze aber nicht nur eine Entspannungstour wird, habe ich mir gleich zu Anfang einen Schottertrack rausgesucht. Das ist jetzt der Einstieg, beziehungsweise der Beginn von einem der ersten Tracks. Nichts Wildes, soll wirklich ganz entspannt sein, sind auch wirklich nur 14 Kilometer. Von denen der meiste Teil, wie man sieht, wahrscheinlich entweder mittlerweile oder im Allgemeinen asphaltiert ist. Aber auch schon gut steil. Geht hier direkt drauf. Dann mal auf ins Unbefestigte. Boah, sind aber auch zum Teil
Auswaschung drin. Das soll eines der einfachsten Strecken sein. Man sollte hier immer ein Auge aufs Navi haben. Die Schotterwege sind zahlreich und falsch abbiegen kann dafür sorgen, dass man schnell Probleme bekommt. Dafür wird man mit einzigartigen Aussichten belohnt. Mir scheint, müssen wir drehen. Will ja auch nicht irgendwelche Random Tracks fahren. Ich will diese große Auswaschung auch sparen können. Wenn das hier oben einfach weitergeht. Andersrum ist die Belohnung natürlich größer. Wenn man hier hochkommt, hat man ja quasi da, wo es aufhört, die schönste Stelle mit der schönsten Aussicht erwischt. Aber zu fahren geht das hier wirklich. Obwohl ich es jetzt zumindest mit dem Motorrad auf jeden Fall nicht mit Straßenreifen machen würde. So. Profis können hier wahrscheinlich durchballern. Aber ich. So, jetzt müsste man wissen. Nee, das ist zu eng. Das ist zu eng. Das geht da vorne um die Kurve. Ich fast schon wieder so einen kleinen steilen Pfad da runtergefahren. Da muss man hier echt aufpassen. Es gibt so viele Tracks und Pfade, wo man fahren kann und vor allem darf. Orte gefallen mir auch ausgesprochen gut. Dieser Stil, jetzt jedes Café voll, wird auch schon Wermut und Bier getrunken. Ist natürlich Sonntag, 13 Uhr. So was Absurdes, dass man da noch nichts getrunken hat. Ist das nicht herrlich? Es könnten ein bisschen weniger Wolken sein. Aber ansonsten... Lässt mich die Gang jetzt hier durch? Ihr seid cool, oder? Das ist dann schon echt immer... Also ich finde das einschüchternd, daneben zu stehen. Und welcome to France.
Es war den ganzen Tag warm, aber bewölkt. Am Nachmittag ändert sich das. Kurz vor der Grenze nach Frankreich wird es nasser und fängt an zu nieseln. Ich halte in einem Café und esse Flan. Kurz danach zieht die erste Gewitterfront durch. Noch beim zweiten Kaffee buche ich mir deswegen ein Hotel. Mache aber den folgenschweren Fehler, nicht die Route zu prüfen. Die erste Gewitterfront ist auf jeden Fall mal durchgezogen. Das habe ich jetzt ganz geschickt ausgesessen. Also die kleinen Straßen hier sind auf jeden Fall nett. Man muss sich die Sonne nur einbilden. Man muss sich so denken, so wie wäre das jetzt, wenn jetzt hier 25 Grad, strahlender Sonnenschein. Oh Mann ey. Ich dachte, ich fahre halt noch dieses kleine Stückchen, um dann halt heute halt noch so viel Strecke zu machen, wie halt geht, und nehme nicht halt gleich das Hotel um die Ecke, weil dann muss ich ja morgen da runterfahren. Auf jeden Fall interessant und mutig, hier noch einen Mittelstreifen reinzuziehen. Weil der ist nun wirklich völlig unnötig. Aber warum ich mir jetzt ausgerechnet diese scheiß Strecke hier noch ausgesucht habe, wenn es Sonne wäre, wäre das Ganze natürlich eine völlig andere Geschichte. Aber meine Fresse, ich will doch einfach nur noch ankommen. Aber es gibt hier auch keine andere verfickte Straße hin. Das Wetter wird immer fieser und die Wolken immer dichter. Als die Bäume dann auch noch weniger werden und vor mir auf den Bergen die Blitze zucken, drehe ich um. Wieder im Tal stelle ich fest, dass die alternative Route zum Hotel über 100 Kilometer mehr sind. Ich warte also auf eine Pause zwischen zwei Gewitterfronten und nehme einen zweiten Anlauf, über den Berg zu kommen. Echt nochmal mit dem Schrecken davon gekommen. Da drüben auf dieser anderen Seite von dem Tal bin ich gerade hochgefahren. Da hing das Unwetter aber dermaßen im Berg. Und man sieht ja auch richtig, wo da die Baumgrenze endet. Und dann sind da noch 3 Blitze gezuckt. Dann bin ich erstmal wieder umgedreht. Weil da habe ich es echt mit der Angst zu tun gekriegt. Aber es gibt hier auch einfach keine doofe Straße, die einfach da unten im Tal lang führt. Ich kann nur hier fahren. Das andere führt da einfach nicht hin, wo ich jetzt mein blödes Hotel gebucht habe. Das hätte ich mir auch irgendwie anders vorgestellt. Ich hätte einfach ein anderes Hotel, einen Ort buchen sollen, der halt irgendwie, wo es halt im Tal unten ist. Dankeschön. Und da jetzt runterkippen, das wäre auch blöd. Oh Mann ey, ich hoffe, das geht da jetzt einfach wieder ein Stück runter. Auf jeden Fall gehörnte Schafe und wieder Pferde. Aber ich hoffe, das war jetzt der Scheitelpunkt. Jetzt geht's da einfach nur noch wieder runter. Dass man hier einfach auf diesem Hochplateau fahren muss, wenn man nirgendwo anders fahren kann. Aber die Straße ist halt asphaltiert, also es gilt noch nicht als Adventure. Es fühlt sich nur so ein bisschen so an. Also für meine Dosierung ist das jetzt gerade schon Abenteuer genug. Bei dem Wetter, in der Umgebung, auf der Höhe. Sieht echt zum Teil die Hand vor Augen nicht mehr. Es ist alles beschlagen. Es ist alles hinter Wolke. Oh, ich hoffe, man kann das erkennen, aber das ist natürlich jetzt ein geiler Anblick. Ich bin aus der Wolke raus und hoffentlich aus dem Gröbsten auch.
hier öffnet sich jetzt so ein Tal. Naja, das ist es. Die heiße Dusche und der Ricard entschädigen dann aber für den zweiten Teil des Tages. Das hier war auf jeden Fall eine schöne kleine Perle von Gaststube Herberge. Das Gebäude ist viel riesiger, als man so denkt, weil das halt hier voll krass den Hang runter geht. Ist bestimmt 5 Stockwerke hoch. So, jetzt gibt es auf jeden Fall erstmal 2 Tage Asphalt, schätze ich, 2 bis 3, bevor es dann Richtung Andorra nochmal auf ein paar Schotterpisten geht. Und es kommt tatsächlich die Sonne raus. Herrlich. Diesmal ein Brett. Hier sind die Wiesen noch komplett nass. Was für eine Landschaft. Der Regen hat tatsächlich aufgehört und ich kann die Pyrenäen in ihrer ganzen Pracht erleben. Ganze 3 Mal werde ich heute die Grenze zwischen Frankreich und Spanien passieren. Auf dem Puerto de la Rou ist es morgens noch verhangen und so frisch, dass ich doch wieder die Daunenjacke unter die Kombi ziehe. Was für ein süßes spanisches Bergdörfchen. Isaba oder so heißt es. Gegen Mittag auf dem Col de la Pierre Saint-Martin dreht das Wetter dann endlich und gibt die einzigartige Landschaft in über 1700 Metern Höhe frei. Die Landschaft mit diesen zerklüfteten Felsen, das ist wirklich einfach nur spektakulär. Jetzt kommt auch tatsächlich die Sonne wieder raus. Mit ein bisschen besserem Wetter wäre es ja wahrscheinlich noch 10.000 Mal spektakulärer gewesen. Aber auch so absolut traumhafte Strecke. Leute, hier ist kein Gras.
Dies ist Asphalt, ne? Das ist auf jeden Fall hier nicht die Hauptverbindungsstraße. Aber sie ist ja noch asphaltiert, also ganz so weit weg kann sie jetzt noch nicht sein. Mann, muss das hier geregnet haben. Grüß Gott. Auf dem Weg nach unten steigen die Temperaturen schnell Richtung 30 Grad. Die Straßen hier sind winzig. Es gibt keinen Verkehr und auch keine Möglichkeit, irgendwo zu halten. So mache ich meinen Mittagssnack einfach auf der Straße. Ein süßes Örtchen. Hier mitten in so einem Tal, von dem ich, zumindest so wie ich hier reingefahren bin, sagen würde, dass hier echt nicht... Hier passiert echt nicht viel. Hier kommt nicht viel durch. Hier fährt nicht viel rein. Aber es muss wahrscheinlich noch... Ich vermute mal, es müsste noch eine größere Straße geben aus einer anderen Richtung. Sonst kann ich mir halt die Größe hier nicht vorstellen. Da muss ja irgendwie das... noch das Bauernerzeugnisse und so. Das muss ja alles abtransportiert werden. Aber richtig schön. Und hier ist echt nicht viel los. Also ich bin echt froh, dass ich relativ viel Essen dabei habe oder hatte jetzt. Ich habe jetzt gerade meine Reste aufgegessen. Weil hier kommt halt auch einfach nichts. Also mittags was zu essen zu finden, ist schwierig bis unmöglich. Würde ich mal so sagen. Also zumindest da, wo ich jetzt gefahren bin und auch auf den Pässen und so. Ich glaube, bei einem Restaurant hätte ich halten können. Aber da war es gerade Punkt 12 und da hatte ich noch nicht so richtig Hunger und dann kam aber halt nichts mehr. Was für eine Feste. Fort de Portalette. Ist ja auch was in den Felsgeraner Schießscharten, da geht das ganze Ding durch den Felsen durch. Ah, ist das geil! Also es geht hier echt zum Col de Somport, zumindest hier im Tal noch rauf, zum Teil zweispurig oder so, also wer Bock hat, kann das hier richtig fliegen lassen. Das macht wirklich einfach Spaß, weil hier ist auch nichts los. Also gerade nach diesen Windstraßen, die ich ja auch liebe, wenn es so ins ganz Kleine geht und dann einfach so und dann rechts und dann links und dann so und so und so. Und klar, da kommt man natürlich in das Gefühl, auf der Stelle zu stehen, weil man da halt ja wirklich nicht schnell fahren kann. Aber ich mag halt einfach diese kleinen Kurven. Aber die Abwechslung jetzt hier ist absolut der Knaller. España. Und von den paar Autos, die man sieht, ist mir gerade ein Deutscher aus Bayern und das war, glaube ich, einer aus Meißen. Sind da doch ab und zu tatsächlich ein paar deutsche Kennzeichen dazwischen, obwohl hier so schon nichts los ist. Also hier hat man schon den Eindruck, dass man schon voll aus den Bergen raus ist.
bisschen täuscht das aber. Das ist hier immer noch 800 Meter. Aber immerhin hat das Thermometer die 20 Grad wieder geknackt. Auf der spanischen Seite fällt die Landschaft dann in eine Hochebene ab. Das Wetter hält, also suche ich mir diesmal einen Campingplatz. Hier treffe ich Ray, der eigentlich Paiman heißt. Er ist Brite und auf dem Weg nach Barcelona. Oh, moin. Das hat, glaube ich, schon einen Grund, warum ich es mit dem Camping eher so wie Winston Churchill halte. Anyone here been camping? Some of you? Yep, some of you. What's the deal with camping? Spend loads of money to be homeless for a week. Solange es noch warm ist, hat man den Eindruck, im scheiß Schlafsack gekocht zu werden. Und wenn es dann nachts lausig kalt wird, friert man. Also ich glaube, ein Camping-Fan werde ich in diesem Leben nicht mehr. Wir packen zügig zusammen. Ray hat eine, nennen wir es mal, eigenwillige Art, sein Motorrad zu bepacken. Und ich habe Ray noch als Mitstreiter gewonnen. Er wollte auf jeden Fall ein bisschen mitfahren. Auch wenn ich überhaupt nicht in seine Richtung fahre. Will eigentlich nach Barcelona und ich fahre jetzt wieder Richtung Norden. Aber hey, ist vielleicht ganz nett. 11 Grad. Ich hätte echt eine Winterklamotten anziehen können. Aber immerhin stimmt die Aussicht. Nach dem Supermarkt starten wir auf den ersten Pass. Ray ist übrigens Busfahrer am Heathrow Airport und deswegen auch kein großer Biertrinker. Für die Fahrer am Flughafen gelten strikte Regeln und jede noch so kleinste Verfehlung könnte ihn seinen Job kosten. Kontrollen gibt es regelmäßig und deswegen für Ray, sehr unbritisch, kein Pint nach Feierabend, wenn man am nächsten Tag wieder arbeiten muss. Bisschen Hardcore mit seinem schon gutes Setup. Hat schon sowas Piratenmäßiges. Boah, ist das hier in der Gegend. Was für ein riesen Skigebiet das hier sein muss. Unser erstes Ziel ist der Col de Portalet. Die Landschaft auf knapp 1800 Metern ist diesmal wieder ganz anders als auf den Pässen vom Vortag. Ray wollte eigentlich erst nur bis zur Passhöhe mitfahren, beschließt dann aber doch länger mitzukommen. Welcome to France. Was für eine Landschaft. Also das müsste jetzt der Col de Portalet gewesen sein. Das ist wirklich... Also hier langfahren lohnt sich auf jeden Fall. Boah. Man muss wahrscheinlich nur höllisch aufpassen, dass hier nicht einer mal eben so rückwärts rausschnickt. Und von dem Pass, die französische Seite, kommt man jetzt hier in so eine Schlucht runter. Das ist auch ziemlich nice. So heißt unser zweiter Stop heute Col de Aubisque. Was für eine Aussicht. Oh, ist das geil oder ist das geil? Hier hinter verziehen sich dann auch die letzten Wolken
und man hat endlich wieder den Eindruck, im Sommer unterwegs zu sein. Boah. Col de Solor oder Solor, keine Ahnung. Auch richtig gut. Ist jetzt fast ein bisschen schade, ist richtig spektakulär, aber wenn man jetzt gerade den anderen gesehen hat, das hier ist definitiv mal wieder nicht die Hauptverbindungsstraße, auf die wir hier irgendwo abgebogen sind. Aber umso schöner, hier ist kein Verkehr. Absoluter Traum. Was für ein gigantischer Blick. So lassen wir es uns nicht nehmen, heute noch den Col de Tentes anzusteuern. Es ist absolut gigantisch hier oben. Der Blick in den Talkessel, den Cirque de Gavarnie, entschädigt für den eiskalten Wind, der hier oben über die Berge pfeift. Das Massiv des Pic du Marbore ist so riesig, dass man Schwierigkeiten hat, es ganz auf die Kamera zu bekommen. Das ist auf dem Weg runter fast noch spektakulärer als auf dem Weg rauf. Wahnsinn. Wirklich absolut einzigartig hier. Einzigartig und voller Wohnmobile. Wieder unten muss ich mich von Ray verabschieden. Er will noch weiterfahren und wieder zurück nach Spanien. Ich dagegen merke die miese Nacht im Zelt und buche mir wieder eine Unterkunft. Nach der echt miesen Nacht im Zelt gestern bin ich jetzt fix und alle. Das war super langer Tag, super viel Sonne und ein bisschen sieht man es, glaube ich, unter meinen Augen. Ich bin einfach echt platt. Genauso wie meine Akkus. Es lädt alles da, der ganze Tannenbaum. Und das ist schon echt nett hier. So ein kleines Zimmer. Da steht das Motorrad. Das ist eigentlich so, glaube ich, für Fahrradfahrer gedacht. Hier 3-Bettzimmer. Aber was soll ich sagen? 46 € mit Frühstück. Ja, ich gehe jetzt noch was essen und dann war es das für heute. Die Verständigung mit der Wirtin war zwar etwas schwierig, aber wenn ich eins auf Reisen gelernt habe, dann ist es Wein bestellen. Zusammen mit meinem Proviant speise ich noch mit fürstlichem Ausblick ins Tal und falle dann früh und todmüde ins Bett. Diese Filme zu produzieren macht eine Menge Arbeit und kostet eine Menge Geld. Wenn du also Bock hast, den Kanal zu unterstützen, dann schau doch mal auf bennetsmototours.com. Da findest du die GPX-Files zu allen meinen Touren und unter anderem auch diesen Bildband. Der ist von diesem Film, kommt in einem etwas kleineren Format. Der kommt mit allen Anekdoten, die ich nicht in den Film packen konnte und natürlich nochmal mit einer ausführlicheren Geschichte. Und auch wenn das vielleicht nichts für dich ist, als Geschenk geht sowas immer sehr gut. Die Unterkunft war von der Location her auf jeden Fall der absolute Wahnsinn. Super schön gelegen hier oben.
So, es ist auch viel wärmer. Ich habe mich jetzt entschieden, doch schon früher nach Spanien wieder zurückzufahren. Und noch eine Schotterpiste mitzunehmen. Also geht es jetzt heute erst über den Tourmalet, Col de Tourmalet in Frankreich, dann rüber nach Spanien. Der Übergang da ist dann aber kein Pass, sondern ich glaube, das ist ein Tunnel. Auf jeden Fall irgendwie der Pass für Fahrradfahrer zu sein. Wahrscheinlich irgendwie Tour de France, Legenden umrankt. Aber dafür müsste man sich ja für Radsport interessieren, um das jetzt zu wissen. Das ist schon kein Wunder, warum der so beliebt ist. Die Landschaft Richtung Col de Tourmalet lässt schon auf einiges hoffen. Auf der Auffahrt kann ich sogar noch Murmeltiere mit der Drohne beobachten. Auf dem Pass selbst ist aber schon so viel los, dass ich hier nur einen kurzen Stopp mache, bevor ich auf der anderen Seite wieder hinunterfahre. Herrlich. Und an den Hängen sogar noch 2 Murmeltiere gesehen. Da ist natürlich eine richtig gute Kamera absolut vorteilhaft, wenn man sowas dann noch fotografieren und mitnehmen will. Was für eine geile Landschaft. Man merkt jetzt deutlich, dass die Pyrenäen Richtung Osten generell an Höhe gewinnen. Die Gipfel ragen immer weiter in den wolkenlosen Himmel. Hier macht das Motorradfahren einfach nur unendlich Spaß. In den Alpen hat man das ja auch ab und zu, dass mal auf der Straße Kühe auftauchen. Aber das ist hier in den Pyrenäen einfach viel krasser. Col de Aspin. Oh, geil, so eine Rollertruppe. Ich glaube, die Kuh hat gerade einfach mal die Dame umgetreten. Das ist ja so der Wahnsinn hier. Das sieht doch so geil aus, wie das da runter geht. Okay. Ich nähere mich Spanien und der Litauer hier hat mal... Digga, du hast 3 rote Buchstaben. Achso, du willst hier parken. Okay. Keine verkehrte Strecke. Sowohl zum Fahren als auch zum Gucken.
schon nicht verkehrt. Hier ist man dann tatsächlich wieder ganz froh, dass man auch so ein Motorrad hat, das halt auch richtig auch schön Power hat. Ich brauche es immer noch nicht, also 20 PS weniger würden auch locker reichen und dafür halt ordentlich Gewicht einsparen etc. pp. Und das Wetter ist heute das erste Mal auch so richtig geil. Also gestern war es ja dann schon gut, aber ja noch echt kalt. Aber hier ist es trotz krassem Wind und 1600 Höhenmeter, ist einfach warm. Wie es aussieht, ist der Tunnel einspurig. Der Tunnel ist echt verdammt lang. Oder ist es nur so, weil wir so schleichen? Aber ich glaube, der ist schon auch echt lang. Ich habe überhaupt nicht gesehen, wie lang der ist. Das würde mich eigentlich wundern, wenn ich jetzt nicht gleich noch was dafür blechen müsste. España. Die Grenze nach Spanien überquere ich diesmal im Tunnel de Aronet de Bielsa auf 1825 Metern Höhe. Der Tunnel ist tatsächlich mautfrei und hat auf der spanischen Seite eine Abfahrt, bei der man auch mal etwas mehr Gas geben kann. Boah. Valle de Xistau. Xistau, glaube ich, habe ich gelesen. Auf jeden Fall Träumchen. Nice. Auf dem Weg in den Ort Plan durchquere ich noch ein absolut spektakuläres Tal. Die Vegetation auf der spanischen Seite ist hier deutlich trockener, das Klima angenehmer. Das Tal hier lohnt sich auf jeden Fall. Bevor ich mich auf die erste Schotterpiste des Tages begebe, esse ich zum ersten Mal seit San Sebastian wieder etwas im Restaurant. Oh, Eichhörnchen. Sehr süß. Hinterplan geht es dann direkt rauf zum Puerto de Saúl. Die Strecke ist einfach zu fahren. Es geht hoch hinaus und der Ausblick wird hinter jeder Kehre besser. Oh, das geht hier schon auch gut bergan. Boah. Hier oben scheinen sie die Straße dann aber schon mal neu gemacht zu haben. Mit den Betonplatten. Was für ein Ausblick. Auf knapp über 2000 Metern ist es einfach nur fantastisch. So macht Schotterfahren richtig Spaß. Klar ist das noch weit weg von Offroad, aber es ist auf jeden Fall nicht langweilig und das zählt. Vor allem bei dieser Landschaft.
geil das hier einfach ist. Das ist doch der absolute Knaller. Und dann gibt es hier Strecken, die sind beschrieben als landschaftlich spektakulär bis landschaftlich unbedeutend bis langweilig. Aber total der geile Track mit allem, was man sich so als Offroad-Fahrer wünscht. Und ich meine, wer das hier wohnt oder so und der das als Sport betrachtet, okay. Aber ich würde das trotzdem immer noch machen, um hierher zu kommen. Um das hier fahren zu können, entspannt fahren zu können. Um diese Aussicht zu haben, um hier gewesen zu sein, um das hier gesehen zu haben. Man sieht hier auch an den Motorrädern und den Campern, dass das hier eher so das Eldorado für die ganze Schottergeschichte ist. Also vorher war das ja wirklich eher Rentner. Wahrscheinlich kann man hier auf 1 Million Wegen und Tracks durch diese Landschaft ballern. Boah, ey, für solche Straßen muss man Spanien doch einfach lieben. Wie man das hier fliegen lassen könnte, wenn man wollte. Wie gut. Ich glaube, es ist der Verkehr. Die letzten Tage hat das Motorradfahren zwar Spaß gemacht, aber ohne Verkehr ist es einfach eine ganz andere Hausnummer. Wenn hier einfach niemand ist. Von dem Erlebnis motiviert, fahre ich zügig über die großen Straßen direkt zur zweiten Schotterpiste. Dass sich so ein geniales Erlebnis nicht sofort verdoppeln lässt, lerne ich dann schnell. Der Schotter ist grob und die Steigung viel heftiger, als man es auf den Bildern sehen kann. Hier zu fahren ist deutlich anspruchsvoller als auf der ersten Piste. Das ist vom Anstieg her und vom Schotterverhältnis her auf jeden Fall eine andere Hausnummer als das gerade. Ja, früher oder später aber passieren. Ich hoffe, das Zelt ist okay. Und das Moped. Ja, dumm. Einzige Idee. Hier das Gewicht ein bisschen runter. Oh shit. Dann kann man hier anpacken. Gegen die Steigung. Leck mich bitte. Das ist eine richtig dumme Aktion. Hier bleibt aber auch nicht stehen. Was soll den hier wieder einklappen? Das für die Bilder, ne? Okay. Das läuft. Alles gut. Hoffe ich.
solange es gut geht, ist es dann immer witzig, ne? Jetzt schauen wir mal, wie ich hier wieder rauskomme. Aus. Auf jeden Fall scheint der Maschine das nicht viel gemacht zu haben. Oh. Auch im weiteren Verlauf nimmt die Steigung kaum ab. Dafür wird man mit geiler Landschaft belohnt. Ja, immer noch höher. Der Track ist in 3 Kilometern vorbei. Meistens ist er ja nicht vollständig unbefestigt. Aber es ist hier vielleicht anders. Auf jeden Fall. Aber das ist schon mal ganz schön fordernd nochmal. Not gonna lie. Alter, was für ein Ausblick. Wie gut. Was für eine geile Gegend. Was für, also wirklich, schon allein die Hauptstraßen, das Fliegen lassen, wenn man einfach hier nur durch die Landschaft pest, das ist so geil hier. Und an jeder Ecke gibt es hier wirklich irgendwelche Trecks- und Schotterstraßen, die man fahren kann. Ich will die auf gar keinen Fall ausprobieren, da bin ich echt nicht der Typ für. Schon die ich hier rausgesucht habe und die eine Beschreibung hatten und einen Schwierigkeitsgrad und so weiter und so fort. Das ist schon, das meandert schon. Also die heute Morgen war, kannst du mit Straßenfahrzeug fahren, gar kein Problem. Das hier, steil, grober Schotter. Ja, man kann es fahren, aber es ist halt eine ganz andere Hausnummer. So. Weiter geht's. Hab ich ein Glück, dass das hier nicht nass ist. Oh. Da war gerade. Oh, fuck. Wieder auf der Bundesstraße lasse ich es dafür nochmal ganz entspannt fliegen. Lange Kurven und spanische Pyrenäen im Abendlicht. Einfach nur traumhaft. Mit der Unterkunft habe ich heute dafür nicht so viel Glück. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe schon mal mich wohler gefühlt, als ich mal irgendwo geparkt habe. Also ich habe ja schon viel erlebt, aber das hier ist jetzt auch das erste Mal in Spanien. Ich bin hier in so einem Hotel, das ist am Ende von irgendeiner etwas runtergerockten Fußgängerzone. Hier hat mein Haus gestanden und naja, die Fußgängerzone sieht da noch belebter aus. Hier leben allerdings nur noch Schwalben. Mein Zimmer ist da oben. Naja, aber das Zimmer ist sauber und ich kann die Akkus laden und es war billig. Also. Und die Rückseite vom Hotel sieht dann so aus. Immerhin parkt jetzt hier mein Bike. Da ist so ein kleiner Mini-Durchgang, wo es dann vorne wieder zur Fußgängerzone geht. Naja. Ich drück mal die Daumen, dass morgen noch alles da ist. Ja, ne? Good morning, my neighbors. Frühstart. Ziemlich kurz geschlafen. Jetzt muss ich neues Zeug einkaufen. Einmal Supermarkt und dann geht es nochmal auf eine schöne Schotterpiste. Hoffentlich eine, die ein bisschen entspannter ist als die zweite von gestern. Ich genieße das zügige und entspannte Fahren in Spanien. Nach einer wunderbaren Strecke in den frühen Morgenstunden sehe ich mich dann aber schnell vor dem ersten Problem des Tages.
Tja. Das sieht nach Verbot aus. Da war die Info im Netz nicht mehr up to date. Gut, hat ja keinen Zweck, da jetzt irgendwie Tränen zu vergießen. Es ist halt immer so eine Sache. Jetzt ist es natürlich ärgerlich und ich ärgere mich natürlich, warum das jetzt unbedingt so sein muss und warum man hier mit 4x4 Fahrzeugen für 5 Euro darf man hier einfach fahren. Aber mit anderen Fahrzeugen darfst du da nicht rein, also mit Quads und mit motorisierten Sachen, auch mit elektrischen nicht, was aber irgendwie diese Schutzzone, Akustika-Schutzzone ein bisschen ad absurdum führt, weil man darf ja offensichtlich noch mit normalen Fahrzeugen und mit 4x4 Fahrzeugen da reinfahren. Dies ist ein bisschen ärgerlich, aber das hatte ja wahrscheinlich mal den Grund, dass es halt ein paar Leute übertrieben haben. Irgendeine Motortruppe oder Quadtruppe oder so. Wahrscheinlich könnte man da einfach ganz easy fahren. Wahrscheinlich wäre das auch Lautstärke technisch mit meinem Motorrad völlig in Ordnung, aber es haben halt mal ein paar übertrieben und jetzt ist es halt für alle. Und wenn man sich wieder nicht dran hält, dann werden die Strafen halt noch höher und ist halt immer so, wie es ist. Das ist eine Rennstrecke hier. Also klein ist hier auf jeden Fall mal nicht. Die Rennstrecke rauf zum Port del Canto entschädigt dafür für den frustrierenden Morgen. Das soll aber nicht die einzige Enttäuschung des Tages bleiben. Okay. Hier kommt man auf jeden Fall mal nicht weiter. Und da kommst du auch einfach nicht rein. Bei keinem Dings. Ja, gut. Am ersten hätte man noch fahren können, wenn man sich dagegen widersetzt. Hier kann man es natürlich nun wirklich knicken. Das ist ja richtig toll. Da hatte ich mich jetzt richtig drauf gefreut. Also heute scheint irgendwie so der Wurm drin gewesen zu sein. Irgendwie habe ich mich ja so entschieden, so hey, fährst jetzt einfach entspannt nach Andorra. Schön über diese lange Schotterpiste, auf diesen geilen Berg hoch, aber es ist wirklich einfach gesperrt. Also Witz ist, ich fahre jetzt wieder durch Sort, dem Ort, in dem ich übernachtet habe. Da bin ich ja quasi jetzt heute Morgen gestartet. Hab dann einmal kehrt gemacht. Bin wieder durch Sort gefahren. Hier hoch. Komme jetzt hier runter. Fahr wieder durch Sort. Fahr nach Ailins. Und wenn da die Route jetzt auch gesperrt ist, dann fahre ich wieder durch Sort. Mir fällt erst am Ende dieses Tages auf, dass ich mir für die Sperrung auch gut eine andere Strecke hätte raussuchen können. Ein nachträglicher Blick auf die Karte zeigt dann auch eine alternative Route vom Port del Canto. Pech gehabt. Aber ein guter Grund, die Region noch einmal zu besuchen. Für diese Aussicht hat es sich dann doch schon wieder fast gelohnt, hier reingefahren zu sein. Gegen Mittag folge ich dann einer winzigen Straße zur zweiten Schmugglerpiste. Die Schlucht schlängelt sich noch schön asphaltiert durch die spanischen Berge, bevor sie dann gute 10 Kilometer vor der andorranischen Grenze in einen Wald- und Schotterweg übergeht. Man sollte es kaum glauben, aber hier darf man tatsächlich fahren. Auch wenn es nach Andorra jetzt wirklich nicht mehr weit ist. So, let's go. Es ist verboten, schneller als 10 Stundenkilometer zu fahren. Ob das so einfach machbar ist? Und dann ist hier tatsächlich so ein uriges Bergörtchen.
Easy ist die Strecke bestimmt nicht, aber sie macht wahnsinnig viel Spaß. Es geht immer steil bergan, inklusive Furten und Wechseln im Untergrund. Phew, aber echt nicht zu unterschätzen, dass hier auch ordentlich Verkehr ist. Da glänzt schon wieder was. Oh, ganz ordentlich dran vorbei. Einfach geradeaus. Oh, da geht's auch noch weiter. Das geht hier schon gut voran. Vor allen Dingen die ganze Zeit auch echt hoch. Oh, die Wolken werden dichter. Das war ja noch so ein bisschen angesagt, dass es bewölkter werden soll, beziehungsweise vielleicht sogar Regen geben. Auch hier muss man mit Pferden auf der Strecke und Gegenverkehr rechnen. Dafür wird man mit einer gigantischen Landschaft belohnt. Ich habe das Internet auf meinem Handy wegen Andorra schon deaktiviert. So fahre ich ungestört und ganz für mich alleine durch diese fantastische Landschaft. 1 Kilometer noch. Ne, 900 Meter. Das ist gar nicht so verkehrt. Sind die Wolken da, sind von dicke Wolken zu dicke dunkle Wolken gegangen. Und wir haben wieder Asphalt, Baby. Direkt an der Grenze, auf dem Port de Cabu, beginnt dann wieder der Asphalt. Hier oben wird man mit einer Top-Aussicht und einer Rennstreckenabfahrt ins Tal belohnt.
2572. Das heißt, da oben, auf welchem Koll auch immer ich da war, da wo es nach Spanien rüber geht, ist es noch höher. Not bad, das habe ich nicht gedacht. Das letzte Mal, als wir hier im Juni in Andorra waren, da sind wir wirklich nur durchgefahren. Es lag halt ganz gut auf dem Weg. Wir wollten uns das mal angucken. Und ja, das sind schöne Täler, die hier verbunden sind als Land. Aber ansonsten, entweder wird hier gebaut und es ist einfach alles zugebaut. Und ansonsten kann man, wie man hier sieht, hier eigentlich nur einkaufen. Außer wahrscheinlich zur Skisaison. Zur Skisaison muss hier die Hölle los sein, weil es scheint einfach nur alles darauf ausgerichtet zu sein. Was Andorra ansonsten an Wirtschaft hat, also ansonsten im Sinne von außer Ski und Shopping und natürlich Finanz-Steuerflucht-Geschichten, ist mir schleierhaft. Der Rest von Andorra lohnt sich dafür überhaupt nicht. Viel Verkehr, viele Baustellen. Es zieht sich. Gegen Abend erreiche ich dann kurz vor dem ersten Regen mein Hotel. Es ist auf jeden Fall immer eine mega Idee, Hotels so kurz vor der Passhöhe zu buchen. Draußen sind 5 Grad, aber es sollen halt 25 plus oder sowas werden. Also so richtig toll anziehen ist halt gerade nicht. Ich will im Übrigen nicht wissen, was dieses Hotel kostet, wenn hier richtig Skisaison ist. Es ist direkt am Lift und ist hier direkt oben in Andorra also kurz vor auch den ganzen anderen Skianlagen. Keine Ahnung, es hat Spa und sonst was, aber es hat jetzt nicht mal 45 Euro gekostet, 44 irgendwas. Und für mich ist es natürlich perfekt, weil ich kann direkt auf den Pass starten. Oben noch mal tanken. Und dann fahre ich heute eine schöne kleine Runde durch Frankreich. Es geht noch über 1 oder sogar 2 Pässe. Und dann, falls es nicht wieder gesperrt ist, geht es noch auf eine super schöne kleine Schotterpiste mit hoffentlich noch mal einem richtig guten Highlight, bevor ich dann noch die letzten Meter direkt zum Mittelmeer fahre. Das ist der letzte Tag in den Pyrenäen. Wieder 1. Nice. Als wir im Juni hier drüber gefahren sind, da haben wir oben ja sogar noch gehalten und was geshoppt, aber da war das hier alles in Wolken und war klitschnass, als man oben angekommen ist. Und trotz 6 Grad Außentemperatur geht es voll. 2400 und ein paar zerquetschte. Die Strecke rauf zum Port de Envalira ist nur das erste Highlight des Tages. Es ist frisch, aber die Sonne schafft schon ein absolut traumhaftes Bild. Dieser Pass ist nicht nur der höchste Pass der Pyrenäen, er ist auch der höchste Pass Europas, der ganzjährig geöffnet ist. Rein in die Wolke. Über den Wolken heißt auf der Abfahrt natürlich auch in der Wolke. Ui. Das Wetter klart aber keine Stunde später an der Auffahrt zum Col de Palheres wieder auf. Kaum vom Pass de la Casa runter, geht's hier jetzt schon direkt wieder rauf. Und das Wetter ist wieder besser. Ich habe ja kurz gedacht, Frankreich ist irgendwie verflucht, diesen Urlaub. Weil es einfach so mies war. Schon bei der Anreise. Und dann auch jedes Mal, wenn man wieder nach Frankreich über die Grenze gefahren ist, war es halt einfach deutlich schlechteres Wetter.
Der Pass mit seinen 2001 Meter gilt als schönster Pass der französischen Pyrenäen. Und es ist immer noch so früh, dass ich ihn fast für mich alleine habe. Wahnsinn, sehr schön. Kleine Kurven. Über winzige Straßen fahre ich auf der anderen Seite wieder hinunter. Die Temperaturen steigen und das Fahren macht hier richtig Laune. Pferde über Pferde und auch kleine Fohlen. Also die Strecke hier runter zu der Schlucht ist auch richtig geil. Man kann fast nur nirgendwo anhalten. Hier ist mal ausnahmsweise was, wo man tatsächlich mal anhalten könnte. Und es ist auch einfach nichts anderes da. Ich glaube, ich bin durch einen Ort gefahren. Zum Mini-Straßenströßchen-Ort. Ansonsten ist das hier wirklich nur ein Flusslauf und die Straße. So erreiche ich die Gorge de Saint-Georg noch vor dem Mittag. Gorge de Saint-Georg, die Schlucht des heiligen Georg. Wow! Was für ein Brett. Boah. Will man gar nicht so schnell durchpeitschen. Kann man gar nicht so schnell durchpeitschen. Das war's dann wohl auch schon. Ja. Cool. Ich hatte irgendwie gedacht, die wäre jetzt länger. Hier hinter wird das Klima erstaunlich trocken und die Kilometer fliegen nur so dahin. Es ist krass, wie sich hier jetzt wieder die Vegetation geändert hat. Da oben in den Bergen und an der Schlucht und so war es alles so grün und nass und ja, so laubblättermäßig. Und hier ist es jetzt viel steiniger, trockener. Es ist noch nicht ganz so wie auf der spanischen Seite, aber es ist schon deutlich mediterraner. Diese Örtchen, Cat Crossing, da kann man sich echt verirren. Was da jetzt wo die Hauptstraße ist, die dann weitergehen soll. Ich fahre durch kleinste Orte und immer entlang von Schluchten, bevor ich einen guten Platz für mein Mittagspicknick gefunden habe. Kurz dahinter geht es dann zur letzten Schotterpiste in den Pyrenäen. Alright, das sieht ja mehr als entspannt aus. Ui, so habe ich mir das vorgestellt. Das ist doch eine richtig geile Straße, bei der man jetzt auch nicht in der Zeit Angst haben kann, dass man sich jetzt gleich auf die Kloppe legt. Ich
glaube, man kann da das Meer sehen. Yep, man kann da das Meer sehen. Geil! Minimal Fußweg hier noch rauf. Aber da ist er. Boah, der Wind zieht hier oben. Dieser Turm gehört zu einer Reihe von Türmen, die hier als Signaltürme im ausgehenden Mittelalter verwendet wurden. Und was für ein geiles Ding, dass man hier einfach hochfahren kann. Die Straße ist einfach, sie macht mega Laune. Sie ist leider zu kurz. Aber man kommt hier oben an und hat den Blick da aufs Mittelmeer. Was für ein erster Abschluss einer richtig, richtig geilen Tour. So einen Teil als allerletzten Ort in den Pyrenäen zu finden, das ist doch einfach nur genial. Und jetzt geht's zum Strand. Oh, hier muss ich jetzt noch runter. Nice. Ich meine, das sah auf dieser Seite so aus, dass man hier auch noch irgendwo runter muss. Aber dass das nochmal so richtig gut geht. Das ist geil gewesen. Und jetzt fahre ich auf schnellstem Wege, vermutlich mit, was weiß ich, 2 Euro Maut oder so, zu dem Campingplatz. Weil unten am Meer sollte das Wetter auch wieder deutlich besser sein. Auf dem Weg raus aus den Bergen habe ich das Gefühl, dass ich das Meer schon riechen kann. Da sich der Tag schon seinem Ende zuwendet, fahre ich die letzten Meter über die Autobahn. Und jetzt ist man hier einfach am Mittelmeer. Am Atlantik gestartet, am Mittelmeer angekommen. Ich schaffe es gerade noch, mein Zelt aufzubauen und dann mit den letzten Sonnenstrahlen noch eine Runde im Mittelmeer zu baden. Die Saison ist hier schon mehr als vorbei, obwohl es noch richtig warm ist. In einem der letzten noch geöffneten Restaurants gibt es dafür zum Abschluss der Tour und zum Abschied aus den Pyrenäen Moules et Frites. Ein absolut köstliches Ende einer absolut grandiosen Tour. Für den Rückweg habe ich mir aber auch noch etwas ganz Besonderes überlegt. Über die Autobahn geht es erst noch am Meer entlang, bevor man Richtung Berge abbiegt. Hinter Aix-en-Provence fährt man erst entlang des Zentralmassivs, bevor es bei Gap Richtung Alpen geht. Bei Briançon überquere ich die Grenze nach Italien und biege am Kreisel rechts nach Sestriere ab. Der Himmel ist wolkenlos und es ist erst 16 Uhr. Deswegen fahre ich noch am selben Tag auf die Asietta-Kammstraße. Hier oben habe ich meine ersten Erfahrungen mit Schotter gemacht. Die Westalpen sind doch einfach nur geil. Über den Bernina und das Hahnenjoch kehre ich am nächsten Tag nach Deutschland zurück und schaue noch einmal bei Freunden in Bayern vorbei. 12 Tage war ich jetzt unterwegs. Über 5000 Kilometer liegen hinter mir. 1300 davon allein in den Pyrenäen. Ich durfte fantastisches Essen genießen, endlose Kurven fahren und Abenteuer erleben. Was für ein Privileg! Wir sind in Europa so verwöhnt mit atemberaubenden Motorradregionen, grandiosem Essen und so vielen Kulturen, die auf so engem Raum zusammentreffen. Gerade in den Pyrenäen, zwischen Spanien und Frankreich, spürt man, wie grenzenlos Reisen sein kann. Ein paar Stunden Fahrt und schon verändern sich Sprache, Mentalität, Landschaft. Es sind nicht nur Straßen, die man überquert, sondern kleine Welten. Am Ende bleibt die Erkenntnis, Reisen bedeutet nicht nur Kilometer sammeln. Es bedeutet, sich von Orten verändern zu lassen, den Augenblick in sich aufzunehmen und das Erlebte mit anderen zu teilen.
Gerade die Begegnungen mit den Menschen, die man unterwegs trifft, machen eine Reise erst lebendig. Sie schenken ihr Geschichten und Momente, die weit über die Straßen und Landschaften hinausgehen. Und so nehme ich nicht nur Erinnerungen an Pässe und Panoramen mit, sondern auch das Gefühl, dass jeder Kilometer ein kleines Stück Leben ist. Intensiv, wenn man es alleine erlebt, und doch unendlich viel schöner, wenn man ihn mit lieben Menschen teilen darf. We're dancing in the bright light.